Auch wenn der Name was anderes suggeriert, ist der neue Ford Capri in der elektrischen Neuauflage kein Sportcoupé mehr. Es scheint auch bei Ford Mode geworden zu sein, deren Autos nach beliebten Klassikern zu benennen, obwohl sie im Prinzip gar nicht zum Original passen. Auf diesem Kanal seht ihr übrigens immer die aktuellen Infos zu den neuesten Autos, also lasst ein Abo da, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und jetzt gibt es alles, was man zum Ford Capri wissen muss, hier auf Project Drive. Nach längerem Warten geht es bei Ford nun zügig voran. Auf den Produktionsstart des Elektro Explorer folgt direkt das zweite Modell, das auf der von VW zugekauften MEB-Plattform entsteht und trägt den Namen Capri. Unter dieser Bezeichnung lief bei Ford in Deutschland und England von 1969 bis 1986 ein zweitüriges, kompaktes Sportcoupé vom Band, das mit attraktivem Design, großem Variantenreichtum und nicht zuletzt bezahlbaren Preisen eine große Anhängerschaft fand. Dass Ford bei seinen Elektromodellen ohne Rücksicht auf Verluste auf die bekanntesten Modellnamen der Marke setzt, ist seit dem Mustang Mach-E bekannt. Während der elektrische Transit wenigstens noch dem Namensgeber entspricht, hat der Mustang Mach-E als Elektro-SUV wenig mit dem Muscle Car gemein. Und auch schon der erste Elektro-Ford aus Europa, der Explorer, ist nach einem US-Modell benannt. Auch hier, bis auf den Namen, wenig Ähnlichkeit. Dass eben jener Ford Explorer aus dem Kölner Ford-Werk als kompaktes E-SUV bald ein sportlicheres E-Crossover an die Seite gestellt bekommt, war bekannt. Und wie vermutet, handelt es sich dabei um den Capri. Laut Ford tritt dieser als sportlich designtes SUV-Coupé auf und überführt damit die Linienführung des gleichnamigen Sportcoupés konsequent in die Neuzeit. Tatsächlich war der Capri bereits auf den Bändern Cologne Electric Vehicle Center bereits zu sehen, als Ford Anfang Juni dort offiziell die Serienproduktion des Explorer gestartet hat. Zwischen den Explorer-Karosserien waren in der Endmontage immer wieder SUV-Coupés mit flacherer Seitenlinie zu sehen, aber noch ohne Schriftzug am Heck und ohne Stoßstange vorne. Denn dort ist unter dem Ford-Logo ebenfalls der Capri-Schriftzug dreidimensional eingelassen. Die Technik liefert Volkswagen zu, bis zur Fertigstellung des Ford-eigenen Batteriemontagewerks in Köln werden auch die einbaufertigen Batteriepacks von Škoda aus Mladá Boleslav zugeliefert. Zwischenzeitlich aufgetauchte Gerüchte, wonach Ford im Explorer auf eine LFP-Batterie setzen könnte, kontert der Hersteller jetzt indirekt. Zur Markteinführung stattet Ford die Heck- ebenso wie die allradgetriebene Ausführung mit einer Extended Range Batterie in der Bauart Lithium-Ionen NMC aus. So heißt es in der Mitteilung. An der Front zitiert zum Beispiel die Fronthaube, vor der sich ein flacher Grill fast über die gesamte Fahrzeugbreite zwischen den horizontalen Scheinwerfern erstreckt, das stilistische Vorbild ebenso wie die am hinteren Rathaus abfallende Knickkante auf Höhe der Türgriffe. Das vermutlich markanteste Designelement bildet aber die zum Heckrund auslaufende Scheibe in C-Form. Sie betonte schon beim klassischen Ford Capri die elegant abfallende Coupé-Linie wirkungsvoll. Bei der vollelektrischen Neuauflage wölben sich darunter muskulös die hinteren Rathäuser. So beschreibt Ford den Capri. Was ich allerdings finde ist, dass wenn man auf die Seitenansicht blickt und die Scheinwerfer verdeckt, erinnert die Silhouette sehr stark an den Polestar 2 und das ist nicht nur mir aufgefallen. Eine Hommage an den Ur-Capri ist auch die Farbe des Modells bei der Weltpremiere. Das Vivid Yellow soll an die beliebten Popfarben der 1970er Jahre anspielen und dabei ganz konkret an den Ford Capri RS. Innen gibt es wie im Explorer den 14,6 Zoll großen Touchscreen mit verstecktem Ablagefach darunter. Neben der Ford-eigenen Software können auch Apple CarPlay und Android Auto drahtlos genutzt werden. Der hohe Alltagsnutzen soll sich aber durch die großen Ablagen ergeben, etwa die 17 Liter große Mega-Console in der Mittelkonsole. Der Kofferraum fasst zwischen 570 und 1510 Liter. Das Ladeabteil ist zwischen 95 und 100 cm breit, die Öffnung ist laut Ford 63 cm hoch. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten. Neu dazugekommen ist das Space Nebula und Comic Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben.
Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der Ford Capri ist mit 4,63 Metern 16 cm länger als der Explorer. Die Breite beträgt 1,87 Meter, die Höhe 1,63 Meter und den Radstand gibt Ford mit 2,77 Metern an. Ab Werk startet der Capri auf 19 Zöllern, optional sind bis zu 21 Zoll erhältlich. Der Hecktriebler mit dem Namen Capri Extended Range RWD kommt auf einen Nettoenergiegehalt von 77 Kilowattstunden, was für eine WLTP-Reichweite von 627 Kilometern genügt. Den Antrieb übernimmt der APP 550 von VW, also die Variante mit 210 kW Leistung und 545 Newtonmeter Drehmoment. Damit kann der Ford Capri RWD in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Seine Höchstgeschwindigkeit wird bei 180 km/h abgeregelt. Geladen wird mit 11 kW an AC-Ladepunkten und bis zu 135 kW an DC-Ladepunkten. In letzterem Fall ist der Akku in rund 28 Minuten von 10 auf 80% nachgeladen. Die Allradversion Capri Extended Range AWD nutzt die 79 Kilowattstunden Version der VW-Batterie. Diese kann mit bis zu 185 kW in 26 Minuten von 10 auf 80% geladen werden. Mit voller Ladung kann sie für bis zu 592 Kilometer WLTP-Reichweite sorgen. Beim Antrieb wird der hintere Elektromotor um eine zweite Einheit an der Vorderachse ergänzt, womit sich 250 kW Systemleistung ergeben. Dank zusätzlicher 134 Newtonmeter an der Vorderachse beschleunigt der AWD in 5,3 Sekunden auf 100. Aber auch hier ist bei 180 km/h Schluss. Und die Modellbezeichnung Extended Range legt nahe, dass wie beim Explorer später auch eine Standard Range Batterie folgen wird. Wie bei VW beträgt die gebremste Anhängelast des Hecktrieblers maximal 1000 Kilogramm. Der Allradler darf bis zu 1200 Kilogramm ziehen. Stütz- und Dachlast liegen jeweils bei 75 Kilogramm. Die Zuladung des 2,1 Tonnen schweren Hecktrieblers gibt Ford mit 587 Kilogramm an, beim Allradler sind es 571 Kilogramm. Ford haut zur Weltpremiere auch gleich die Preise raus. Die Einstiegsvariante mit Heckantrieb ist ab 51.950 € zu haben. Damit ist der Capri knapp 2.500 € teurer als der Ford Explorer mit demselben Antrieb. Was haltet ihr vom neuen Ford Capri? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!